Wow, das ist echt unglaublich, was hier abgeht. Also hier zum Beispiel steht, geht es bei euch um Fußball oder um All You Can F*** unter einem Post von Alicia Lehmann. Also weißt du, die Leute teilweise, wie als würden sie nicht checken, dass dahinter eine echte Person steckt. Neben offensichtlichem und sehr vielem Sexismus sind die Spielerinnen auch rassistischen Kommentaren ausgesetzt. Zwar sind mittlerweile viele von den Insta-Pages der Spielerinnen moderiert, aber auf TikTok kann man ja gefühlt alles schreiben. Da muss man doch etwas dagegen machen. Und um das geht es heute. Hate Speech und wie man nicht nur tatenlos zuschauen kann. Mit grosser Wahrscheinlichkeit bist auch du schon mal mit Hate Speech in Berührung gekommen. Weil mehr als die Hälfte der SchweizerInnen nimmt mindestens einmal im Monat Hassrede wahr. Von Hate Speech redet man, wenn eine Person oder eine Gruppe aufgrund von gewissen Merkmalen, wie zum Beispiel Alter, Herkunft, sexuelle Orientierung oder Geschlecht, beleidigt, abgewertet oder diskriminiert wird. Das Krasse daran ist, dass ein Grossteil von allen Hasskommentaren im Netz von einer kleinen Gruppe verfasst werden. Meistens sind es politisch motivierte Männer im Alter zwischen 20 und 40. Bis zu 70% von allen Hasskommentaren werden von nur 1% der NutzerInnen verfasst. Unglaublich. Social Media ist ein geeigneter Ort für das, wo man dort relativ anonym und niederschwellig haten kann. Für Betroffene von Hate Speech können solche Kommentare schwerwiegende psychische Folgen haben. Dabei ist es so einfach, etwas gegen die kleine Hate-Gruppe zu machen. Nämlich der Counter-Speech. Oder auf Schweizerdeutsch Gegenrede. Also den Hater mal wieder vor das Auge führen, dass ihre Worte verletzen können. Weil sie es ja offensichtlich nicht selber merken. Man kann Hate also einfach zurückkommentieren. Zum Beispiel: Versuch dich doch mal in die Lage der Person auf deinem Screen zu versetzen, bevor du solche Nachrichten teilst. Laut einer Studie von ETH führt das dazu, dass sich HaterInnen überdenken und künftig weniger Hass verbreiten. Und auf stille Mitlesende hat Gegenrede eine positive Wirkung. Durch das sie weniger Hasskommentare liken oder mit ihnen interagieren. Wir haben das natürlich gut ausprobiert und mit dem Swisscom-Account Hate-Kommentare zurückkommentiert. Die Reaktionen darauf waren unterschiedlich. Entweder es ist gar nicht reagiert worden oder es ist mit Hass zurückgeschossen worden. Oder dann hat es auch UserInnen und sogar SpielerInnen gegeben, die unsere Kommentare schriftlich oder mit einem Like unterstützt haben. Und dann hat es auch Hater gegeben, die ihre Hate-Kommentare nach unserem Counter-Speech selber gelöscht haben. Wie vom Erdboden verschluckt. Ich bin immer noch schockiert darüber, dass gewisse Menschen so viel Hass verbreiten und suchen wegen dem nach einer Einordnung. Die gibt mir Sophie Achermann vom Verein Hate Speech. Wieso macht man das? Was sie antreibt, das wissen wir leider nicht, aber ganz klar ist, dass sie wirklich zum Teil extrem hasserfüllt sind und ich mir fast nicht vorstellen kann, dass sie nebendran ein sehr zufriedenes und glückliches Leben haben. Aber zurück zu den Opfern von Hate Speech, weil um die soll es hier eigentlich gehen. Sophie gibt mir Tipps, wie man sie unterstützen kann. Ich glaube, es ist mega wichtig, eben zu reagieren, und wenn man nicht weiss, wie Gegenrede machen, kann es auch schon mega helfen, der Person, die betroffen ist, mal zu schreiben. Das kann auch eine Direktmessage sein. Weil das Gefühl, wenn man Hate Speech bekommt, ist wirklich, man ist mega isoliert, man fühlt sich mega alleine, man fühlt sich halt auch mega betroffen. Und dort ist wie so ein bisschen die Solidarität zeigen, sich mal für jemanden einsetzen, kann extrem gut ankommen. Weiter erzählt sie, dass man auch jederzeit Kommentare melden kann und bei ganz schlimmen Beleidigungen mit Hilfe einer Organisation Anzeige erstatten kann. Das Gespräch mit der Sophie hat mir gezeigt, dass es jetzt schon viele Leute gibt, die sich gegen Hate Speech einsetzen. Trotzdem, jeder und jede 10. Schweizerin ist schon mal im Internet beleidigt oder bedroht worden. Was kann man machen, wenn man selber betroffen ist? Wir empfehlen den Leuten, die selber betroffen sind, eigentlich nicht selber Gegenrede zu machen. Wo man muss eigentlich schon klarkommen mit dem Hate Speech und wie nachher selber auch noch zu reagieren, haben wir das Gefühl, es ist zu viel verlangt. Für Leute, die häufiger Hate Speech bekommen, dann würde ich mir anraten, so eine Gruppe um sich zu scharen von Menschen, die die Aufgaben für einen übernehmen können, die eben Gegenrede machen können, aber vielleicht sogar Zugang haben zu den eigenen Konten, um die Sachen zu löschen. So machen es auch viele Fußballerinnen auf Instagram. Weil man muss sich der Hate wirklich nicht gefallen lassen. Was ich aus dieser Recherche mitnehme: gegen Hass kommentieren braucht zwar Mut, aber es kann Wirkung zeigen. Das nächste Mal, wenn ich Hass im Internet sehe, kommentiere oder mache der betroffenen Person ein Kompliment. Und was machst du?